Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder mit Los Judgment am Start. Ja, wir wollen mal schauen, wie es hier in dem Ganzen weitergeht, was wir für einen neuen Fall bekommen und ja. Ich würde auch sagen, wir starten auch direkt mal rein und setzen das Ganze hier mal fort. Moment. Kapitel schwarz scharf. Jo, da sind wir richtig. Spielstand laden. Jo. Schauen wir mal, was wir hier jetzt ja, für einen neuen Fall bekommen, ne? Wir hatten ja, glaube ich, noch keinen neuen bekommen oder zugesagt bekommen. Falls ihr meine Playstation im Hintergrund hört, ich habe immer noch keinen Schraubendreher dafür bekommen, ne? Ey, das ist eine Katastrophe. Ich war schon bei verschiedensten Läden jetzt. Baumärkte, Werkzeug, Spezialhandel. Ey, kriegt mal so einen blöden Talk Security Größe 9. Ich werde mir jetzt einen bei Amazon bestellen, dann wird das Ding hoffentlich mal leiser in Zukunft. So, okay, wir sind am Start. Kehre zum Detektivbüro Yagami zurück. Hallo Sabine. Ich hoffe, ich penne nicht wieder ein. Ja, hoffe ich auch. Immer schön am Start bleiben hier. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier mein Ding? Ah, da mal schon. So, und einmal hoch. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. So, wo muss ich jetzt hin? Einmal hier rein. So, hallo? Okay, da hinten ist er. Jo, Chef, was geht ab? Kann ich mit ihm reden jetzt? Ja, ich bin noch jetzt kehre zum Detektivbüro Yagami zurück. Ich bin im Detektivbüro Yagami. Hä? Ne, raus will ich nicht. Hallo, Kollege? Okay, er sagt nichts. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Ich bin noch im Detektivbüro. Zu E1. Oder 1E. Moment. Ich bin da. Was eingesammelt? Oh, wo kommen die denn jetzt her? Bam! Direkt erstmal aufs Maul hier. Jawohl, direkt Boxerei hier zum Start, finde ich gut. Aua! Was soll das? Oh ja! Bam, Junge! Ist ja hier wie bei Mortal ey. Jawohl! Besiege deine Gegner. Alles klar. So. Ah, jetzt müssen wir zum Detektiv. Oh, was steht denn da? Ein abgenutztes Gummi. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal verwenden will oder es ist ein Kaugummi. Ich meine, will ich auch nicht nochmal verwenden, so ist es nicht. Fallen gelassener Gegenstand. Von wem? Das hat vielleicht jemand verloren. Okay. Verlorene Gegenstände müssen wir zurückbringen. Von wem ist denn das? Entschuldigung, Eddie? Haben Sie was verloren? Ich weiß nur nicht von wem. Ah, warte mal. Ich glaube hier. Nee, halt, stopp. Hier, die Frau. Lady! Ey, renn die doch nicht über den Haufen. Was stimmt bei dir nicht? Hallo. Entschuldigung, Lady? Wie kann ich dir das denn wiedergeben? Entschuldigung, Lady? Haben Sie was verloren? Dann nicht. Oder hast du was verloren? Was machst du hier, Junge? Du machst hier nur Randale. Was stimmt bei dir nicht? Ah, warte mal, vielleicht der da drüben. Der sieht so aus, als würde der was suchen. Hallo, Sir? Haben Sie was verloren? Ah, dann nicht. Ah, warte mal. Was ist denn hier für Waffen? Was haben wir denn hier?
Ausgezeichnete Schraube, jawohl. Okay, ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Sachen jetzt gerade machen soll, aber ist egal. Warte mal, wie konnte ich denn hier nochmal schnell laufen? Dann komme ich in die Ego, das ist schon mal gut. Lady, haben Sie... Ach komm, weißt du was? Dann halt nicht. Dann gehen wir einfach jetzt mal hoch. So, jetzt aber, oder? Alter, du gehst mir voll auf den Zeiger, ne? Mit deiner Drängelei. Was ist denn da los bei dir? So, Chef. Was ist los? Ich würde gerne mal irgendwie... Warte mal, wie ist denn hier mein Fall? Was haben wir hier eigentlich? Okay, da können wir uns noch nichts leisten. Oh, warte mal, ein Wandschlag. Du erhältst die Fähigkeit anzugreifen, nachdem du dich per Wandsprung von einer Wand abgestoßen hast. Mhm. Könnte man machen. Könnte man aber auch erstmal lassen. Ich würde gerne mal meinen Fall hier Aufgaben. Zack. Kehre zum Detektivbüro. Ich sollte zurück zu meinem Detektivbüro gehen. Dann kann ich Sugiura und Tsukumo anrufen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin in dem Detektivbüro. Wo ist das Telefon? Chef? Der sagt auch nichts. Okay, ich verstehe es nicht. Ah, warte mal, hier vielleicht? Nein. Hat hier keiner Kaffee gemacht? Was ist denn hier los? Traurig. Okay, also irgendwie... Verstehe es nicht. Ah, warte mal, ich bin in der Anwaltskette. Ah, Moment. Wo ist denn mein Detektivbüro? Haha, jetzt wird interessant. So, wie finde ich denn das? Zeig mir mal die Karte. Drücke auf der Karte, um eine Liste mit Ordnern zu zeigen. Wähle einen Ort, drücke X, um auf die Karte... Ah, okay, Moment. So, jetzt hier. Detektivbüro. Wo muss ich hin? Yagami. Ah, Pin platzieren. Zack, da müssen wir hin. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt glaube ich. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Dann laufen wir mal darüber. Kann man da irgendwie eine Schnellreise machen oder so? Wahrscheinlich kommt das noch oder so, ne? Oh, was sind das denn hier für 3 Viertel Haris? Hey Jungs, was geht ab? Schlägerei? So Bock? Oh, die haben echt Bock. Jawohl, bam! Schläg aufs Maul. Mit dir. Au! Mal lassen. Alter Schwede. Und zack. Feuer! Paf, in your face, mein Freund. So sieht's aus. Okay. Ah, halt. Muss ich voll daran gewöhnen, dass ich hier nicht L3 drücken muss zum Schnelllaufen. Was war das? So, jetzt sind wir gleich da. Na, moin, läuft doch. Oh, was haben wir hier? Club Sega. Ey, im Sega-Club, rein da. Jawohl, Gaming. Ja, läuft doch. Was können wir denn hier zocken? Fighting Vibe of 8. 100 Yen pro Runde, vielleicht spiele ich ein bisschen. Ja, komm, wir zocken mal. Was? Ah, nee. Ah, ja moin. Ganz. Wir zocken. Ja, ich hab's verstanden, danke. Ja. Die Arbeit kann warten, genau. Erstmal zocken hier. Alter, was? Okay. Beginne der Spiel 100 Januar. Okay. Insert Coins. Okay. Ah, hier, der sieht doch nice aus, ne? Der hat eine tuffige Frisur. Den nehmen wir.
Let the action begin. Ey, ist ja voll geil, kannst du hier noch voll Konsole zocken. Ist ja wie Dingens hier. Street Fighter. Oh ja! Verdammt. Au! Alter, der machen die aber alle hier. Brav, Junge. Das hat voll die Street Fighter Vibes hier. Bam, Junge. KO. Oh mein Gott, ey, Junge, das erinnert voll an aua, alte Jugendzeiten. So im Urlaub immer in der Spielhölle gehangen. Au, jetzt kriege ich mal das Maul hier. Ja. Okay, jetzt muss ich mal hier mal... Bam. Hau ich hier meine Gitarre um die Ohren. Und pass. Au. Komm, ein Schlag noch hier. Jawohl. Zack. Gewonnen. Und der Stream verzögert sich wieder. Ja, ich musste erst noch Hausarbeit machen. Alter. Okay. Jetzt bin ich aber richtig hart eingeschenkt hier. Au. Ich komme mit der Steuerung hier voll nicht klar. Okay, die tritt mich hier voll aus dem Ring. Alles klar. Was geht ab, Lady, ey? Ich hab den nicht. Round 2. Go. Paf, dreh ich mir erstmal eine vor die Hupen hier. Zack. Hast du gedacht? Paf. Au. Alter Schwede, ey. Die sind aber hart dran. Okay. Lady, ne? Das macht Knack im Genick, ey. Ha! So sieht's aus. Ja, aber du kennst ja wahrscheinlich das Lied. Ich weiß nicht, ob ich das hier singen darf, aber dieses das ein bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Der Typ hat keine Ahnung gehabt. Macht sich nicht alleine, kann ich so mal als Spoiler raushauen. Lady, ich gehe mir voll. Au! Ja moin, alter Schwede. Lady, du gehst doch. Okay, ich hab verloren. Okay, mein Gott. Kann man wohl machen. Ach so, weil du beim Zocken. Ja. Continue? Nein, auf gar keinen Fall Continue. Das reicht dann jetzt auch. Mal so eine Runde. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Beenden. Ja, Minispiel beenden. Danke. Das reicht dann. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? Dein Haushalt macht sich auch nicht von alleine. Das ist komisch, ne? Ich muss da mal Beschwerde einreichen. So. Ciao. Okay, genug geboxt. Ich boxe mich wieder hier auf der Straße. So, wo ist jetzt mein Büro? Hier vorne. Oh, verdammt. Auf dem Weg. Ah, hier, jetzt bin ich richtig. Läuft doch. This is the Yagami Detective Agency. I run the place with the help of my partner, an ex-Yakuza named Kaito. I wish I could say keeping this place afloat was smooth sailing. But the reality is, we'd be drowning if it weren't for the gigs we get from Genda-sensei. It's not like we don't have the technology. Ey, ich will auch eine Drohne. But when street smarts fail, most of the time we have to get physical. That happens a lot. Ich hätte auch so gerne eine Drohne, ne? Auch unbezahlbar die Dinger. Hauptsache der fliegt damit irgendwie so ein bisschen im Büro rum. Ja moin. Läuft bei dem. So, kehre zum... Ja, ich bin beim Dingens. Rede mit Kaito. Ey, Kaito, was geht ab? Guess we can finally take a breather. Weren't you supposed to call Sugiura? Jo. Ja, ich rufe den jetzt I mal was, wasn't I? Crazy how he ended up in our line of work. After seeing us in action, who could blame him? Okay, callen wir mal sie Gedöns hat, da. Die Namen kann auch kein Mensch aussprechen. Everything okay over there? Yeah, sorry, it's a long story. You were saying something about a big case?
Oh, yeah. Listen, you gotta come check out Yokohama. We've been getting jobs left and right down here. And if we can ace this case I've got lined up, we'll be the hottest detectives in town. Oh yeah? You sure it's a legit lead? Hey, have some faith. Would I waste your time on a bad lead? Just looking out for you, man. Well, I do appreciate that. Then, should I save the details for when I see you? Sure. When do you want us over? Honestly, ASAP. Tomorrow if you can swing it. We're based Kein in Problem. Ijincho. Look for an office that says Yokohama 99 out front. That's us. The real question is, you free on such short notice? Let me check my schedule. What schedule? Outside of today's shit, we haven't had work in weeks. If I tell them that, they'll lowball our cut, smart guy. Oh, right. Guess we don't want to look desperate. Sorry, Sugiura. Yeah, tomorrow works just fine. Perfect. Man, this is gonna be so great. Oh, and Kaito-san's coming too, right? He'll be there. Natürlich kommt er See mit. you guys soon then. Mal gucken, was das für ein Vogel ist. Sugiura said he'd give us the details when we get there. Way to build the suspense. Yokohama, though. Can't say I'm really familiar with that neck of the woods. Same here. But you know what? Kamurocho has been pretty tame lately. Maybe this is our chance to broaden our horizons. Wir erweitern unseren Horizont. Gucken wir mal, was der Tuppes da für einen Auftrag für uns hat. Schwarzes Schaf, Kapitel 1. Ich dachte, da wären wir schon gewesen. Naja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich überlege auch, eventuell am Sonntag nochmal zu streamen. Mal gucken, weiß ich aber noch nicht. Kann ich noch nicht 100% versprechen. Ich habe mal wieder übelst Bock auf No Man's Sky. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich schon mal wieder Bock drauf. Ein bisschen durch den Weltall zu jacken. Hallo Deichsel, schön, dass du da bist. Saki Gicho irgendwo, Yokohama. Yokohama 99's cross streets. Aw, it's not even close to Chinatown. So much for us getting a decent meal on this trip, huh? Well, then how about on the way home we take ourselves a little detour? Maybe. Tsukumo's place is way out there. Want to take a taxi? I suppose we could. But why don't we hoof it? Yeah, we could see the sights. Oh, I Spaziergang, guess Alter. I'm on board with that. Zum Wandern oder? Alles klar, läuft, ne? Naja, gehen wir mal wandern. Ja, und schön dich zu lesen, Deichsel. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Warte, hier wird bei mir gerade angezeigt, dass es regnet. Das sehe ich anders. Ja. So, begib dich zu Yokohama. Moment, warte mal. Kann ich das jetzt nochmal? Suchen. Yokohama 99, da, zack, machen wir mal einen Halsstoff. Kleine Schraube, schon wieder eine Schraube gefunden. Hat hier Schrauben rumliegen, ja? Zum Glück sind wir nur zu Fuß unterwegs und nicht mit dem Auto. Noch hätten wir die alle im Reifen. Uah. Ey, aua! Okay, die überfahren einen, verdammt. Oh ja. Lady, ne? So nicht. Das kann Ärger geben. Oh nee, drei so Assis, ey. Die gucken schon wieder so blöd. Ah, komm. Ja, komm, ich geb das Maul. Wir hauen die direkt mal. Oh ja! Zack, schmeiß. Aua! Klar. Ey, Kaito, kannst du dir mal einen eigenen Tuppes nehmen? Ja. In your face. Really, guys? So sieht's aus. Und mit der Lady da vorne. Hallo. Zieh dir mal einen längeren Rock an. Du bist viel zu jung für so was Kurzes. Was ist denn los bei dir? Wie meine Tochter wär's, ne?
So, dann schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Ah, warte mal, da liegt was. Hey, eine Medaille gefunden. Die nehmen wir doch mal mit. Oh, was ist denn hier? Was? Hä? Wir müssen jetzt gelandet. Yo, hold up a sec, Todd. Nonsense over there. That's not what I said. Oh. What'd you call me? What the? Hey, what are you filming me for? Knock it off! Chill out, man. Why do you care? I don't see anything that says I can't record here. Enough! Stop! Just give me a reason. You have one? It's a free country, isn't it? Whoa! Hey! What gives? You just kicked my sign over! Ah, that was the wind, man. A big old gust just came through. Right? Yeah, crazy. Just now it whooshed right over. I told you! Put that down! Come on! Kids don't seem to give any fucks about people these days. Agreed. So much for seeing the sights, huh? Well, you're thinking what I'm thinking, aren't you? Mhm. Do you have to ask? Wir mischen die jetzt mal auf. Biene, da gebe ich dir recht. Also, anything else you want to mir würde so ein kurzer Rock auch nicht stehen, glaube I'd ich. say you must be losing it, Pop. Goddamn brats! I got that one. He called us goddamn brats. You picking on high schoolers, man? No, I just don't want you loitering in front of my store. That's all I said, okay? So stop disturbing my customers. That part's not gonna make the Das ist video. das Traurige an dieser ganzen Situation da gerade ist. Das ist irgendwie Realität. May I? What the hell? Damn, the camera on this thing's amazing, man. Your parents buy it for you? Holy crap, he kicked Sakaki down. You must be seeing things, kid. Anyway, your smartphone's kind of dirty, don't you think? Let me see. Hey! Give me my phone That- back. Finger weg. You want it back? I'll give it back, but only if you put this poor restaurant owner's sign back up first. Ja. You think you can fuck with us? You're gonna kick your ass! Ich finde das aber geil, so, weißt du, ich bin voll der erwachsene Detektiv und prügel mich jetzt mit Kids. Läuft. Ich habe irgendwie anscheinend Bock, mich immer zu prügeln oder so. Oh ja. Oh, jetzt so. Ja. Das habe ich dann nicht gelesen, was da stand. Da war ja schütze dich mit R1 gegen. Au. Ja, komm. Steuer, drücke genau in dem Moment, in dem der Gegner angreift. L1. Ja, mach mal. Hier nochmal ein kleiner Gefangenschaft. Au. Oh ja. Okay. Weil gegen einen verängstigten Gegner. Wer hat denn Angst? So, das haben wir schon mal erledigt. Perfekt. Ja, komm. Einmal noch, komm. Na komm. So, und jetzt gibt es Mord. Zack. So, jetzt muss ich nur noch so diesen Verängstigten haben. Komm mal her. Klatsch. Oh ja! So, der ist schon mal raus. Oh ne, oder noch nicht. Okay, ich schleudere den durch die Gegend bis zum Gegner. Ja, erstmal direkt das Schild ins Gewicht, jawohl. Ich brauche diesen verängstigten Gegner. Soll mal herkommen hier. So, wer ist denn hier? Ist hier keiner mal verängstigt? Komm. Oh ja!
Alter Schwede, jetzt geht's aber rund hier. Wie kriege ich die denn verängstigt? Wie kriege ich die denn hin, dass sie verängstigt sind? Das ist voll dumm. Vor allem, ich kann die jetzt hauen ohne Ende, so, da passiert ja nichts. Okay, irgendwas nervt ein bisschen. Hey, kann da mal einer Angst haben? Vor allem, ich krieg die ja nicht runter von der Energie her. Ich kann immer weiter auf die draufspiegeln, das passiert ja nichts. So, los. Komm, hab Angst. Also diese Aufgaben sind schon ein bisschen blöd. Weil dir niemand Angst hat. So geht das, Junge. Komm, krieg Angst. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Oh, hier, ist mit dir. Hast du Angst? Der burnt ein bisschen im Gesicht. Warum brennt der? Erstmal wieder mit dem Knie über den Boden. Oder so. Ey, kann mir mal einer erklären, wie ich die verängstigt kriege? Dreieck gegen einen verängstigten Gegner, 0 von 1. Ich kann gegen die kämpfen, wie ich will, da passiert ja nichts. Oh, Freund Jochen. Haf, Junge. Ich reiz nicht. Moment. Ah, ne, ja. Kannst du hier... Ah, hier, Moment. Nähere dich bei aufgeladener Ex-Leiste einem verängstigten Gegner und drücke 3. Ja, wow, super, da hatte keine Angst. Ich verstehe es nicht. Das heißt, drücke eine Nachfolger, wenn du ihn festhältst, drücke noch einmal im richtigen Moment Kreis und der Gegner folgt sich entwaffnet. Keine Ahnung, ich peil's nicht. Warte. Überspringen. Tutorial überspringen, ja. Ah, jetzt kommen wir. Zack, so geht's. Alles klar. Das kriegen wir so auch fertig gemacht. Ey, ist ja voll langweilig. So, jetzt geht's auch richtig aufs Maul hier. Ja, moin. Ich hab die Scheibe geboxt. Oh ja. Au. Au. Ja, hast du ja gesagt. Ich hab so gedacht. Na, mein Freund. So, jetzt endlich, ey. Mann. Gut, dass man das überspringen kann. Das war ja voll nervig.
So. That stinks like a bitch! For fuck's sake, these guys are monsters. Hauptsache wir prügeln uns gegen Jugendliche, läuft bei mir. Yo, was that Aikido just now? Oh, don't tell me you've been training in a secret dojo or something. Just more of my own thing, really. Figured I'd find a way to hold back for punks like them. So. Here, this came from one of those kids. Your call what to do with it. You really didn't have to. But thank you. Kein Problem. Machen wir gerne. Immer helfen. Those were students from Serio High. You'd think private school kids would be better behaved, but they're just as immature. They look like a bunch of entitled brats. They'd learn some manners the hard way in Kamurocho. Well, we've got our fair share of unsavory types. The Yakuza, not to mention those Yokohama Liomang gangsters. Those kids wouldn't dare to mess with them. So they're selective about their targets. Yes, they'll only harass you if they think they'll get away with it. Think they'll be back for more? I certainly hope not. Anyway, I sure am glad you stopped by. Come to think of it, you're the only ones who've ever intervened. I take it you're not from around here? Yeah, but we might end up staying. For a while at least. Ever hear of a detective agency called Yokohama 99? We were on our way there right now. I'm afraid that doesn't ring a bell. That's alright. If anything, we should get going. Sure. Oh, but before that, please take this with you. Consider it a token of my gratitude. Jawohl. Arme bekommen. Über Ausrüstung kann deine Verteidigung stärken, Statuseffekte abschwächen, dir beim Erkunden helfen und noch mehr Ausrüstung erhältst du in Läden, bei Minispielen und durch Abschluss. Oh verdammt, hätte ich das Minispiel eben besser gewonnen. Und durch Abschluss bestimmter Nebenfälle sieh dich also in der Stadt gut um, damit du nichts verpasst. So legst du die Ausrüstung an, öffne die Items-App und navigiere mit L1 zur Ausrüstung. Er werde zwischen innen, oben, innen, unten, Accessoires und Skateboard. Ey geil, ich kann auch Skateboard fahren? Drücke nach der Auswahl deiner Ausrüstung, um die anzulegen. Du kannst bis zu 2 Accessoires ausrüsten. Mhm. Okay. Oh, hier mal. Oh ne, halt, stopp. So, jetzt. Wo muss ich drauf? Gegenstände. Ne. Was hier? Was war denn hier? Silberteller. Was? Oh geil, ich habe 2 kleine Schrauben gefunden. Es gibt 99. Ja moin. Ausrüstung. Innen oben. Ah, hier. Zack, festlegen. Nehmen wir das mal. Jawohl, das ist mal ein Armband. So, dann wollen wir weiter jetzt zu dem Freter. Ah, Mann. So, jetzt laufen wir aber hier mal einen Schritt schneller. Moment, was gibt hier? Einen billigen Draht haben wir noch gefunden. Jawohl. Ah ne, halt schon. Ich muss so. Ach nö. Wir gehen mal einen Schritt langsam. Ah ne, warte mal, ich muss ja eh hier rein. Wo? Da. Jawohl, endlich. Wir sind angekommen. Juhu, wir haben es geschafft. Yokohama 99. Yeah, that's the place. Whoa, not too shabby, guys. Ah, wollen wir da reinlatschen, ne? Warte mal, wo steht denn da Yokohama 99? Ach, da oben. Ja, kann man eindeutig lesen. So. Bei meinem fließenden Japanisch, was ich in Wort und Schrift übelst beherrsche. Nicht? Oha, was gibt es denn? Ja, ich bin aufgeschrieben. Ah, if it isn't the man of the hour, Yagami-shi. Leiter von Yokohama 99, Makoto Tsukuma. Gentlemen, welcome. How are you? This guy. First he falls off the radar. Now he's got this sweet office.
Digga, das ist aber schnell. Läuft bei dem. Shit. You're still quick as a thief. Maybe a little quicker, actually. Well, I'd say thief isn't very fair. It was stealing. Oh, come on. You know I wasn't doing it to line my own pockets, right? We took from the powerful and gave to the powerless. It was altruism. And it's all in the past now, so let's just leave it at that. Fumiya Sugiura. The place Robin is Hood nice, von Yokohama. It's kind of familiar, even. It should be. You're our inspiration, Yagami Detective Agency. You guys are the goal. Huh. For sure. So, how about you guys take a load off? If you're ready, I'll give you guys the briefing. Say what? A briefing, man? Let him go over what we know. I've actually got an agenda for today's meeting, too. An agenda? Just roll with it. Give him a chance. All the detective talk has made him go a little overboard. I'm sure it'll work itself out. It's all good. Imitation really is the sincerest form of flattery. Alles klar. Ja, dann hören wir uns die Agenda mal an, oder? Würde ich sagen. Gucken, was die so zu talken haben. To sum up why we called you, we've been seeing a major upward trend with these kinds of cases. What do you think? Care to take a wild guess? Gib uns I'll einen give Tipp. you a hint. It's not a problem you'd find in Kamurocho. So, it's specific to Yokohama? I know. It's gang warfare. The outfits running Chinatown are at each other's throats, and you guys sort out the aftermath. Well, we did just hear about the Yokohama Ryuma. They're a gang, right? Yeah, the Yokohama Liu, whatever. But they're stirring up shit as we speak. Actually, we haven't run into any gang-related activity at all. Okay. No, what we're dealing with isn't so conspicuous. I'll just tell you, it's bullying. Bullying? Sometimes parents ask us for evidence to prove their child was bullied. Fairly often, they want these bullies taken to court immediately. They'll also want to hold the schools accountable, but none of that happens without solid proof. Klar. How old are these kids? Most of them are in middle school. Research shows that boys at that age experience a sudden spike in testosterone. This leads to outbursts to assert dominance, compounded by the irrationality of an immature brain. Scientifically, this potent mix of impulses often manifests as bullying. Yeah, I call that puberty. But that would apply specifically to boys, right? You're getting cases with girls involved too, aren't you? With girls, it's more likely rooted in oxytocin, a brain hormone that also has links to bullying. Alter, jetzt kriegen wir hier noch Biologie beigebracht. Ja moin, läuft. Regardless of your gender. Man lernt noch was hier. For instance, scientists have observed that a mother's oxytocin levels surge when looking at her child. Then it's not always a bad thing, is what you're saying. Indeed. Did you know it was oxytocin that enabled cooperation among our primitive ancestors? Ancient matriarchs were particularly vulnerable during childbirth, thus requiring communal support. So you could kinda say the survival and reproduction of our species was largely oxytocin at work. After all, raising a child in the wilderness would have been impossible alone. However, this intense social need bore a dark side. Individuals who failed to contribute were shunned and eventually condemned. Let's say there was a villager who never put in his fair share. All he did was eat the crops. If that became the norm, nobody would work until the village was on the brink of starvation. And by then it'd be too late. Precisely. That's why these offenders were punished. Primitive as it was, punishment equated to justice, a necessary measure for society's greater good. And societies with a stricter sense of justice were the ones who endured in the long run. To put this into focus, these people are our direct ancestors. So from a science perspective, modern-day bullying is just primitive? More like it's hardwired into our nature. Hormones are fucked up, huh? I wouldn't chalk it up to just that.
However, we humans wenn jetzt noch 7 andere was in den Chat kurz schreiben, dann habe ich wenigstens wieder eine Aufgabe hier bei Twitch misunderstood. Schön. Vielen Those Dank. who don't conform are ostracized. Werden wir hier That's how lernen. it's been since time immemorial. Mobbing Misfits of civilization are deserving of punishment. All over the world, no matter where or when. Das sind alles Materialien über Mobbing, alles klar. Der hat viel darüber gelernt anscheinend. Looks like you guys have been doing your homework. Tsukumo-kun's the one hitting the books. I'm more in charge of the fieldwork. Makes sense. Also viel liest, muss das Mobbing-Problem ja echt ziemlich heftig Here's sein. another fun fact while we're at it. An act of betrayal also increases the human urge to punish the offender. In those cases, the act of punishment floods the brain with dopamine, triggering an instant rush of pleasure. In other words, serving justice can feel just as good as eating or having sex. Sure, but that's where we have to draw the line. Justice can't be twisted into joy, or it stops serving its purpose. Very perceptive, Yagami-shi. So, back to reality. What's this big case that needs all the manpower? Ah, yes. Our client is the chairman of a private school. He wants us to scour the campus for any and all instances of bullying, leaving no stone unturned. That said, he also requires us to be discreet. How big is this school? Let's see, there are 6 classes per grade, making 18 in total, so approximately 600 students. Given that, Sugiurashi and I couldn't possibly vet them alone. We'll be meeting the chairman at a restaurant tonight to lay out the specifics. How about the 2 of you come join us? We could use the help. Ja, machen wir, ne? For a couple of rookies, you Also sure noch voll dabei. You guys are free until dinner. Oh, we already made the reservations in Chinatown, by the way. Think of it as a little welcoming party. Jawohl, essen gehen. The restaurant's name is perfekt. Kyoinro. If you could meet us there, that'd be great. Sure. You didn't have to do that. Alles klar, ab zum Essen. Essen ist immer gut. Sehr schön. Alter Schwede, da haben wir jetzt eine Menge gelernt über Mobbing, ne? Okay. Ist also auch ein Bildungsauftrag hier, dieses Game anscheinend. Finde ich gut. Und der Typ, der scheint echt viel gelesen zu haben. So, auf zu dem Restaurant. Ich hab Hunger. Begib dich nach Kion Lönsrad. Ja, jetzt müssen wir das noch finden. Wo ist denn das? Kion, wie ist das? Wo haben wir das denn? Moment, das sind doch hier so Restaurants. Wie ist das? Kion irgendwas. Wo finde ich denn das? Okay, das steht hier gar nicht mit dabei. Moment. Kann ich das denn jetzt hier irgendwo sehen, wo das ist? Moment, Restaurant Döns. Da wird aber kein Weg angezeigt, ne? Begib dich nach Kyoninro. Okay, wir schauen mal. Wo finden wir Kyoninro? Das muss doch irgendwie sein. Alter, wie viele gibt's? Was gibt's denn da alles? Ja, geil, ne? Das steht hier nicht mit dabei. Weißt du was? Steig mal hier in das Taxi, mal gucken. Vielleicht kann der uns da hinfahren. Einsteigen, rein nach. 500 Yen! Okay, komm. Jawohl, direkt ans Rotlichtviertel. Da fahren wir hin. Das sieht doch gut aus. Ne, jetzt mal im Ernst. Ja, hoffentlich bis bald, hau rein. Wo ist denn dieses Restaurant? Wie finde ich das? Da ist ein Taxi. Hier, Kaito-san, sag mal was. Ich verstehe es nicht.
Ja, warte mal, kann ich nicht. Aufgaben. Zack. So, begib dich nach. Ah, da oben wird es mir angezeigt. Guck an. Da haben wir es doch gefunden. Okay. So, jetzt muss ich das nur noch auf der Karte finden. Hier oben irgendwo. Da haben wir es. Jawohl. Da müssen wir hin. So, Freund Jochen, jetzt kannst du da hinfahren. Ja, mach mal. Kann ich das denn jetzt da... Ah, warte mal. Ach, das ist der Stadtteil. Ah, okay, ja. Ja, genau, da wollen wir hin. Ja, jetzt haben wir es. Okay, läuft doch. Okay, fahren wir los. Perfekt. Schön, wäre schön gewesen, wenn man das irgendwie einem erklärt hätte oder so. Nicht gut gefunden, aber hey. So, Dankeschön. So, ist das jetzt hier? Ne, da hinten. Muss lang? Ja. Ah, Mann. Aus welchem Game habe ich das mit dem Schnelllaufen mit L3 drücken? Oh oh. Och nö, nicht schon wieder. Taf, Junge. Ich will erstmal wieder hier aufs Maul gehen. Zack. So, von Jochen. Tada. Was habe ich jetzt bekommen? Biegst du mal was? Oh, komm, Kaito. Haben wir zu tun hier. Ah, ne, halt, warte. Ich war in der falschen Richtung. Da lang. Halt, stopp, hier liegt nur was. Alter, was hier alles rumliegt. Mysteriöser Pilz. Aha. Noch ein Pilz. Wie geht's? Hier sind überall Pilze. Oh nö. Ey, die haben jetzt nicht da... Ach doch, die haben... Ach doch. Alter, was stimmt bei dir nicht? Komm mal klar. So, jetzt hau... Wo sind sie? Da hinten. Oh ja, jetzt hau ich dir das Hütchen um die Ohren. Paf. So, reicht jetzt? Danke. Really, guys? Kann ich jetzt endlich zu meinem Termin gehen? Was ist los bei denen? Ah, stopp, halt. Wo ist er mitnehmen? Ein Skorpion. Alter, hier liegt so viel Müll auf dem Boden. Warum kannst du... Halt. Da. Fallen gelassener Gegenstand. Das hat vielleicht jemand verloren. Ja, aber wer? Schönes Jahr, haben sowas verloren. Wo finde ich diese Personen, die was verloren haben? Entschuldigung, haben wir was verloren? Oh, okay, das hat gerade erledigt. Kyoinro. Looks like this is it. Telefon. Are you almost here, Yagami-shi? We went ahead and sat down. Actually, we're right out front. Excellent. Just give the host my name. Will do. Machen wir. Was this the same guy living in a net cafe not too long ago? He sure has come a long way. Yeah, at this rate, he'll leave us in the dust. Ja, wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir gehen da jetzt mal rein und gucken mal. Und rein in den Laden. Endlich mal was essen hier. 22.000 Yen habe ich am Start. Okay, wo ist die jetzt Kohle? Without further ado, allow me to introduce Yagami-shi and Kaito-san, the gentlemen I mentioned before. They are, without a doubt, the finest private eyes in Kamurocho. Ah, yes. Tsukumo-san here has certainly been singing your praises. My name is Okuda. I'm the chairman of a private high school, Seirio, if you've heard of it. Aha. Direktor des Seirio High School, Yuzo Okuda. Aha. Seirio High. Isn't that where those kids were from? Mm. Yeah, the ones from earlier. Is something the matter? We actually ran into some of your students today. There must have been 7, 8 of them. They were harassing a restaurant worker and recording it on their phone. Oh boy. And I'm guessing you didn't just stand and watch? Richtig. You bet your ass we did. Had to knock a little sense into those brats. You mean there was an altercation?
Perhaps I should pretend not to have heard that. Wir prügeln hier in eine Why don't we cut the formal eine crap Lektion and ein. tell it like it is? Because that would be unprofessional, Kaito-san. Echt? Chairman, we'd like to start investigating tomorrow. So would you mind sharing any background information you may have? Certainly, yes. Okay, Our her mit dem administration Background has a very firm Information. stance against bullying. Yet no policy is foolproof, and each situation is unique. We continually ask ourselves, are we taking proper measures to foster a supportive environment? Or, if enmity is already prevalent among the student body, are we addressing their concerns promptly enough? I believe the key is prevention. Stop bullying before it starts. And you're hiring detectives to help? Oh, yes. See, as this thought was dawning on me, I happened across a sign. Yokohama 99, it read. I visited your webpage, actually, and I discovered just how well-versed you were at this very matter. At that moment, I knew fate was guiding my hand. Sounds like you walked right out of a commercial. In most situations we've dealt with, we knew who the problem was beforehand. All we needed to do was get the evidence. But in this case, we don't even know if there's a bully in the first place. Hence why we called in the reinforcements. So, I take it you have some sort of plan? Of course. We're going to start by spreading hidden cameras throughout the school, anywhere that bullying is most likely to occur. This footage should provide a detailed snapshot of student interaction that would otherwise go unnoticed. Then, after a 2-week test run, we'll compile our data and present our initial analysis. Nothing beats a good old-fashioned spy cam. Yes, but if one of these spy cams were found, the whole operation could be compromised. As such, our pair of experts are intimately familiar with the complexities of human behavior, ensuring these cameras remain hidden. Damn, you make me want to hire us. This secret stays between you and us, Chairman. Not even the guards or teachers can know. Do I have that correct? You do. I believe the more people who know, the more likely it is this would get out. Alles klar. At any rate, I've heard Yagami-san here has tackled many a difficult case in Kamurocho. I'm glad to have such a reliable detective on the job. You have my full confidence and backing. They just keep raising the bar on us, don't they? So, Yagami-shi, if there's anything you'd like to ask the chairman... Das stimmt, das erste mit Kaltbiene, da hast du recht. Hey, good idea. We might learn a thing or two from watching the master at work. Way to put me on the spot, guys. But might as well. Was frage ich den Direktor? Und wenn es dann Mobbing ist Peking End in Ordnung? Ist Peking, aber... Ich würde gerne mal wissen, warum die Detektive anheuern. Could you elaborate on why you're going the detective route for this? Like I said, my goal is to nip any bullying in the bud before it can grow any worse. And it's not enough for the teachers to be on full alert? Unfortunately, no. I'm afraid I can't fully trust whatever they jot down on some report. Warum zweifelt der Direktor an der Glaubwürdigkeit der Lehrer? Sie können ihren Lehrern nicht vertrauen? Okuda-san, you mentioned you couldn't trust your teacher's reports. Why is that? Human error, I suppose. Behavior can be ambiguous, and it is difficult to notice every little detail. Your first response seemed to hint at something else. Yes. Yes, I suppose it did. Can you tell me what's going on? Am besten am Ende, damit wir hier vorwärts kommen. You see, schon so fragst. It has been almost 4 years since the suicide of one of our students. The poor boy hung himself at home. You mean because he was being bullied? Not on paper, at least. We established a committee to investigate, but they never turned up anything. Neither did the court. Wait,
You were taken to court? Yes. One of the students' parents filed a lawsuit. Now, there were online postings that may or may not have hinted at bullying. But the prosecution never found substantial evidence, and the court ruled we were in the clear. If I can ask your honest opinion, was there really no bullying, Chairman? I would like to believe there wasn't. But I may have been too far removed from the classroom to say that in good faith. Every day I watch our students come to school, and what I see are young, happy kids. Alter, die reden aber echt viel, ne? With bright futures ahead of them. However, around 2 months ago, we lost contact with one of our student teachers. Everyone assumes it's a mental health issue. Stehen da Frikadellen am Tisch, warum da jeder seinen Senf dazu gibt, oder was? Don't tell me he got picked on too. That could have been the case, but I didn't get enough details to say for sure. From what I'd observed, he appeared to be getting along quite well with the students. But I later heard his family had reported him missing. Kommen wir zum Punkt, ey. Ein Selbstmord vor 4 Jahren, ein verschwundener Lehrer, die Schule hat Erfahrung mit Problemen. At the end of the day, I'm asking you to shed light on the darkness that's plagued my school. That is why I went the detective route. Reden wir nicht mehr über die Arbeit. Okay. In the event we do uncover bullying, what action would you take? Of course, we would provide appropriate counseling, in addition to notifying the local authorities. Wouldn't that mean increasing the teacher's workload? Interviewing students, filling out paperwork. That could lead to making people not want to bother reporting it. Sad to say, I can't rule out that possibility. The teachers have so much on their plate as it is. I doubt they'd volunteer to look for any extra trouble. That is why we must strike at the root of it. What if you offered your staff a bonus for catching any bullies in the act? I know that'd motivate me. You don't think that'd backfire? Actually, it might be worth considering. But the fact of the matter remains, bullying has no perfect solution. Okay. Ist Peking-Ente in Ordnung? Hey, Chairman. You a big fan of Peking duck? Oh, it's very tasty. Isn't it? It's one of my personal favorites. Nothing like biting into warm, crunchy duck skin. Oh, it's gotta be slathered in that special sauce. Are you eating okay, Komm, erzähl uns doch Yagami-shi? das Rezept davon, You could place another Komm mal order. zum Punkt hier, If you could get back to the case, I'll make sure to keep your plate full. Oh, and he tells me to keep it professional. Okay, das Eis ist gebrochen und jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Okay. So, we never actually resolved this, but we did get into a scuffle with your students. No one got hurt, but how do you feel about that? Well, I'm afraid I have to remain ignorant of that. Fine. Der Let me ignoriert tell you ziemlich one viel, ne? Next time I see your students harassing someone, it's gonna be lights out. The kitty gloves are off. That also part of the Yagami Detective Agency package? So, komm, letzter Punkt hier. Reden wir nicht mehr über die Arbeit. I think this conversation has been enlightening. Any thoughts, Tsukumo? What else is there? Jetzt fang du nicht I wieder an, suppose we'll have to Buch see when we zu get there. erzählen. We may have more questions then. Nein, wir haben keine Fragen. All right then. Time to dig in or what? Are you really pretending you waited? You've been nibbling this whole time. You call this nibbling? Hey waiter, I want to place an order. And tell your chef, I hope his kitchen can handle this heat. I take it this place isn't exactly cheap? Don't you worry about that, Yagami-shi. The bill's on us. It's your welcoming party, remember? Yeah, wir sind eingeladen. Und rein damit. Excuse me. I'm ready to order too. Direkt erstmal nachbestellen.
Ja, moin. Komm, jetzt spachtelt mal da rein, damit wir hier mal den nächsten hier auf die Nase kloppen können. Was ist denn da los? Alter. Okay, wir haben viel und nichts erfahren, habe ich das Gefühl. Es geht um Mobbing, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Direktor da irgendwie so das irgendwie unter den Tisch kehren will. Gut, okay, andererseits, ne, wenn du jedes Mal verklagt wirst, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen. Naja, was? Deine Fallakte wurden neue Informationen hinzugefügt, Selbstmord eines Cyber High, Personen von Interesse aktualisiert, Selbstmord eines Cyber High. Details, okay, Hauptfall, aha. Vor 4 Jahren, zu Semesterbeginn. So, okay, das haben wir jetzt schon erfahren, danke. Beweise, haben wir keine. Details. Zurück. Direktor, ja, war schon 2000. Okay. Ja, wow, wie kann ich jetzt hier weitermachen? Vermisster Lehrer. Okay, am 7. Oktober 21 erschien ein 20 Jahre alter Referendar, nicht zur Arbeit, das war heiß, stand er unangekündigt von der Bildfläche. Bislang wurden keine Nachrichten oder sonstige Hinweise entdeckt. Der Polizei ist vermisst. Ja, danke. Was? Deine Fahrer wurden neue Informationen hinzu. Messelehrer der Server, Zusammenfassung aktualisiert. Ja, danke schön. Okay, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier an diesen Fall rangehen können, oder was? Wo ist der Lehrer? So, how was that for your first day's work? Jetzt reden die schon wieder, ey. I realize that meeting was a lot to take in, but the task at hand seems pretty straightforward. Wahrscheinlich eher nicht. What was that you said about using hidden cameras? Tomorrow we'll be deciding where to put them. We don't have all that many, so you know. Oh, and we'll be dressed as AC repairmen. What? You gonna make us wear uniforms? Yeah. Of course. Freshly laundered and ready for duty. Herzlichen Glückwunsch. As you may recall, only the chairman is aware of our investigation. We must therefore deceive both student and faculty. Sounds like a plan to me. For now, let's call it a night. You've got a point there. In any case, try to make yourselves at home. Apologies in advance if you find our amenities wanting. Jawohl, wir haben ein neues Büro quasi. So, dann geht mal raus, wir mögen keinen Besuch. So, okay, jetzt muss ich schon wieder mit I'm dem a night Namen. owl, so my work's just starting. I recommend you get some sleep for tomorrow. If you want to close your eyes for a bit, the couch is surprisingly comfortable. Okay, alles klar, also ab auf die Couch. Ach, jetzt quatscht er mich auch noch voll. Oh Mann, jetzt habe ich das echt geschafft. Hallo? Hm? Jetzt haben wir so ein Skateboard gekauft. Jawoll! Huh? Sucks. Wo ist denn der Text schon? Also, die reden ja gar nicht, was? Und ja, ich habe schon überlegt, das weiter zu verkaufen. Die Dinge gelten für... Ja. No way! Diesem ist böse. Also irgendwie fehlt mir hier ein bisschen... Dann doch ein bisschen Gerede. Nur lesen ist ja auch langweilig, ne? Was soll denn der Quatsch? Was ich ja nicht bekomme.
Herzlichen Glückwunsch. Okay, das wird ja ganz wieder am Klo. Reden die nicht? Gib mir das Skateboard, ich fahre damit. Ja, genau. Genau, das ist eine gute Idee, finde ich auch. Yagami-san. Ja, würde ich. Huh? Ja, wir gehen wieder essen, kein Problem. Alter Schwede. Juhu! Wir sind fertig. Ey, Kickflip, Trophäe halten. Hey! Ah, okay. Yeah. So, sind wir jetzt fertig? Hm? Alter, warum reden die hier eigentlich nicht mehr? Ach, jetzt fangen die hier an, über irgendwelche Figuren zu diskutieren. Alter, weiter, komm. Und dann Reseller will das Teil auch haben. Ja, ich muss, Moment mal, heute steht dringend was auf dem Plan. Genau. Alter, die sind ja nur am Talken, Junge. Was ist denn hier los, ey? Der sieht ziemlich high aus, der Typ, ey. Und dass die dann halt nichts sagen, sondern immer so, oder sowas kommt, ist dann auch ein bisschen blöd. Aber gut, okay. Ja, ich gehe dahin. So, kann ich jetzt hier endlich los? Danke. Ich hab keinen Bock mehr hier nur Text reinzuziehen. Can you? Ja, her damit. Mann, ey. Alter, was die sich hier einen zurechtquasseln den ganzen Tag, ey. Warum reden die hier nicht mehr? Was ist denn hier los? Ist der Reseller schon in 3 Minuten da? Ja, schon. Wo ist denn der Text? $20.000 Yen, alles klar. Ja, damit. Ja, ich überlege mir gut, welchen Weg ich nehme. Am besten den kürzesten, damit es hier vorwärts geht. So, dann mal los, zack. So, durch die Stadt sausen. Auf dem Skateboard kommst du deutlich schneller voran als zu Fuß. Halte auf der Straße X oder R2, um im Laufen auf dein Board zu springen. Das Skateboard vorm Ausschau, dann passiert vielleicht etwas Gutes. Es gibt viele Skateboards mit verschiedenen Fähigkeiten und Designs. So finden sie alle und teste sie aus. Aha. Was kriegt hier noch? Beschleunigen und drücke X, um dein Skateboard anzuschieben. Drücke, um zu springen. Ja, mehr brauche ich nicht zu wissen. So. Oh, Skateboard. Skateboard fahren. Jetzt schalten. Moment. Was will mein Skateboard hier? Ah, da. Damit. Alter, willst du mich rollen? Wie kann ich denn dieses Skateboard jetzt fahren? Wo ist denn der Scheiß? Das wird nicht erklärt. Alter, manchmal rabbel ich es nicht, ne? Hat da einer irgendwas mitbekommen, wo ich das Skateboard benutze?
Hier. Wie benutze ich das denn? Ah, jetzt. Ey. Hä? Ah, das ist komplizierter als man denkt, ne? Ich weiß nicht, ob ich zu dänisch dafür bin, aber... Wow. Da, ich habe eine Liste gefunden, jo. Mal kurz eine andere Frage, wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist denn das Ziel hier, Alter? So. Auf geht's. So, gedrückt halten. Okay, das haben wir schon mal verstanden. Halt, stopp. So. Oder, komplizierter als man denkt manchmal. Ich zweifle, dass ich das schaffen werde. Ja. Halt, stopp, irgendwo ist das jetzt hier. Oh, ich bin da. Oh, endlich, ich hab's geschafft, ey. Mann. Excuse me. Jetzt reden die schon wieder nicht mehr. Ey, wo ist denn der Text jetzt von wieder hin? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier nur noch Schrift, oder was? Boah, ist ja voll schlimm. Wie reden die denn jetzt hier wieder? Habe ich hier irgendwas gedrückt, was nicht hätte sein sollen? Kann er mal was sagen? Die Stumme? Ich hoffe nicht, dass es so gehört, Biene. Weil die haben ja sonst die ganze Zeit geredet. Jetzt hast du hier nur noch Text und der sagt ja immer nur einen Dingens und die Lippen bewegen sich ja. Das ist ja voll dumm. Was ist mit dir? Jetzt hab ich nicht bekommen, was ich hier machen soll. Ja, den Kloppen, okay. Ja, Maul, Junge. Schlecht aus für dich. Hä? Das ist ja hart. Haus mich? Glaube nicht. Ja, und komm. So. Jawohl, das haben wir schon mal hingekriegt. Aber irgendwie redet der die ganze Zeit jetzt schon nicht mehr so, ne? Die ganzen Textpassagen fehlen irgendwie jetzt. Und die ganze Zeit jetzt nur noch lesen ist ja auch irgendwie wow. Und ich lese es nicht vor, das steht schon mal fest. Naja gut, wir warten mal ab, vielleicht kommt das gleich wieder. Aber wenn das jetzt hier auch wieder der Fall ist. Ja, guck mal, schon wieder. Was läuft hier schief, dass ich nur noch Text habe? Hey. Warte mal, kann ich das hier irgendwo... Gesprächsliste? Nee. Zurück.
Fortsetzen. Yep. Keine Ahnung, woran das liegt, ey. Das ist total selten. Also müsst ihr da leider mal mitlesen. Also müsst ihr so oder so, aber... Oh. Also mit ein bisschen Stimme im Hintergrund fände ich das halt ein bisschen Are you serious? Angenehmer. Dann kann man hier irgendwie eine Taste drücken, wo man das halt, wo die dann halt nichts mehr sagen. Das ist in dem Moment passiert, wo ich mich auf die Couch legen wollte und dann hat er mich wegen dem Skateboard wieder voll gequakt. Schauen wir mal. Genau, du konzentrierst dich auf die Arbeit, auf deine Sache wird bestimmt ein voller Erfolg. Ja, hoffe ich auch. Wenn du mir dann... Juhu, wir haben einen Nebenfall gelöst. Yeah. Ich sollte für heute Schluss machen. Ja, sollten wir wirklich. So, zack. Und ab auf die Couch. Ah, warte mal, was hier? Nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe auf die Couch. Auf der Couch ausruhen. So, dann hoffen wir mal, dass die morgen wieder mit uns reden hier. Ne? Kriegen 100 Yen dafür, dass wir uns auf der Couch ausruhen. Finde ich gut. Boah, da wäre ich Millionär. Weil mir jemand immer einen Zehner geben würde für jedes Mal ausruhen auf der Couch. Bin ich voll im Start. Was hab ich denn hier auf dem Kopf? Yagami-shi, remember those uniforms I mentioned yesterday? Jawohl! Er redet wieder. You'll need to put one on before we go. They should be a perfect fit. After all, there's no information I can't find. Body measurements included. Yeah, I don't doubt that. You've never been one to miss a detail. Es ist so viel angenehmer, ne? Du musst zwar trotzdem lesen, aber wenn die dann reden, ist doch viel, viel schöner. So, bei Tarnung an bestimmten Punkten des Spiels musst du deine Identität durch eine Tarnung verheimlichen. Dazu musst du die Items-App öffnen, um zum Tarnungsreiter gehen, wähle dann die passende Tarnung aus, um sie anzuziehen. Tarnung kannst du nur tragen, wenn sie für eine Untersuchung erforderlich sind. Okay. So. Oh, Entschuldigung, Alter, das macht ja alles automatisch, alles klar. Was? Arbeitsklamotten. Verkleidung tragen? Ja. Okay. Soweit, so gut. Ah, ey, angenehmer, viel, viel angenehmer, wenn da Text ist. Muss zwar trotzdem lesen. Gut, okay, außer du bist so fit im Englischen, dass du es so verstehst. Aber es ist viel angenehmer, als wenn da gar nichts kommt. Ja. Richtig nice. Jawohl. Wir sind die... Was waren wir? Klimaanlagenmechaniker, ne? Ja, wenn wir mal nicht scharf aussehen in unseren Overalls, läuft bei uns, Also ich sehe aus wie so ein Depp. What's up with those guys? They sure look like men on a mission. But for what? We will now commence our journey by taxi to Serio High. Gentlemen, are we all ready? Remember, this case can open up a lot for us depending on how we solve it. So let's leave no stone unturned. Don't worry. No case is too big or too small. We always swing for the fences. Ain't that right, Tom? Know it. Good. Then let's get going. Ja, Biene, da will ich auch voll für. Jeden Tag couchen auf irgendeiner anderen Couch. Ein bisschen YouTube chillen. Da wäre ich sowas von am Start. So, warte mal. Kaito, guck mal hier rüber. Zack, hier Foto schießen. Okay, rein ins Taxi, ja. Der Grundtarif beträgt 500 Yen. Wohin soll es denn gehen? Wir fahren... Wie ist die Schule? Da unten. Serio High School. Und auf geht's.
Abfahrt! Also ich habe schon 27.000 Yen. Das läuft richtig gut hier. Kohle ohne Ende. Ich würde jeden Tag so viele Couchen durchliegen, das glaubst du selber nicht. Ja? Ich bin so schnell Millionär. Ich wäre der Couchsurfer. Ah, you must be the repairman. The chairman said you'd be here. I take it you know where you're going? Yes, but thank you anyway. Ooh, this place reeks of money. They are a prestigious prep school. Wonder if the kids are on recess. So, our first order of business is to analyze the layout of the school. The schoolyard should provide the proper vantage point. Let's head there. Okay, dann checken wir mal den Schulhof aus. It seems this school's design is fairly conventional. See, there's the classroom building, and that must be the gym. By the way, how many spy cams do we have? 20 in total, all of which feed directly to my computer. Think we ought to split them up between us? We could, but that might draw extra attention. We stick out enough as is, so people will wonder what we're doing alone. But if we moved in pairs, they'd write us off a lot easier. Clever as always, Yagami-shi. Huh. That reminds me of something. When a con man pretends to be a cop, they'll usually bring along a partner. It seems the added person adds legitimacy, unless you're a natural skeptic. All that is to say, Yagami-shi knows his material. Hear that, Tom? You should have been a con man. Very funny. So, how about Kaito-san and I take half the cameras and you guys take the rest? Where are they, anyway? Right here. Now, these cameras don't see very far, but they do see wide. 150 degrees, to be precise. So let's try to set them up where we think a bully would be most likely to strike. So, we just gotta find the teacher's blind spots, eh? You're looking at a natural, buddy. You would brag about something like that, Kaito-san. Better stop before I blush. All right, guys, I think it's time for action. Okay, Tak and I'll start here. And you guys can work your way around opposite us. Affirmative. Alles klar, dann wollen wir mal die Kameras da installieren. So, muss ich jetzt Plätze selber suchen oder sagt der mal, wo ich die hinpacken? 10 cameras, so we gotta use them smart. Stelle Kameras auf dem Schulgelände auf. Aha. Moment, hier liegen Sachen rum. Zweig. Was? Beifuß. Okay. So, rein hier. So, wo müssen wir denn hin? Wow. Hey Lady, gehen wir weg. Oh. Yeah, of course. The shoe lockers. Bet all kinds of teen drama goes down here. Okay, teen drama, nehmen wir. Yeah, that's where you drop love letters to your crush. Or challenge your rivals to duels. Oh. Dude, what century did you go to school in? Look, whatever. All I'm saying is, this place is worth at least 3 cameras. Okay. That many? Just for the lockers? Yep. See, a school never has that many blind spots. So when you do find one, you make it special. And this one's pinging my radar pretty hard here. Huh. After that, sure, let's do it. Okay, let's do it. Ah, cool, der macht das automatisch. Das ist schon mal hervorragend. Völlig unauffällig. Tsukumo reporting in. I see you've set up a few cameras already. Feed is coming in nice and clear. You guys are doing awesome. Thanks. Ja, danke. Wir machen das on schon. your end. We just finished with the back of the gym. Next up is the classroom building. Ja, tut das mal. Copy that. All right, Tak. Just follow my lead.
Okay, machen wir weiter. Wo gehen wir hin? Ach, hier. Kaito weiß Bescheid, der kennt sich in Schulen aus. Warum kennt er sich so gut in Schulen aus? Ich weiß jetzt auch nicht. Das klingt irgendwie ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Eine ausgezeichnete Schraube gefunden. Warum auch immer. Da liegt noch was. Moment. Ey, Kaito, warte mal, da liegt noch... Where are you, Talk? Get back here. Oh Mann, ich will davon einen Müll einsammeln. Ich brauch das. Ja, ich bleib lieber bei Kaito. Okay. Hallo? Kann ich mich bewegen? Hey, Boys, was geht? The boys will handle this floor. So let's go up one more. Gotcha. Alles klar, also, auf geht's. Every bully loves a good pair of stairs. Pushing someone down them ruins their day pretty quick. You think it's really that often? Still, it is a blind spot. Yep. Close corners make for poor visibility. Making this a #1 choice among assholes. You don't say. Es klingt so, als würde der aus Erfahrung sprechen. Alright. Then let's get a camera here. Alright. Let's move up to the next floor. So, bin ja mal gespannt hier. Yagami sheep, are you perhaps on the second floor? Yeah, we're about to start setting up. Okay, we're almost done with the first floor, and we'll be heading to the east building after. I think we can handle that all on our own. So can you finish up the second and third floors here? Ja, machen wir. Not a problem. Split up for a bit, wo die hingehen. Geht How einfach. about I take the second floor and you do the third? Works for me. Okay, auf geht's, komm. Mal sehen, irgendwo, wo Mobber ihr Unwesen treiben und wo schön unauffällig ist. Ich muss 3 Kameras installieren. Wo fange ich am besten an? Ich habe keine Ahnung. Offensichtlich kennt sich da Tack besser aus. Na ja, gut. Gehen wir mal rauf und schauen mal. Hier auf dem Treppenabsatz bringe ich auch eine an. Jo, machen wir. Einmal auf Tiefen entspannt. Fallen die nicht irgendwie auf? Ich weiß nicht. Suchen wir noch eine Stelle. Zum Glück wird das vorgegeben. Oh, hier, um Klo, jawohl. Ja, das ist okay. Ist ja Herrenklo, nicht Damenklo. Du sollst ja auch den Schniepli da nicht abfilmen. Du sollst Mobbing filmen, du Haiopai. Das haben sie nicht gezeigt, oder was? Wo der die jetzt angebracht hat? Aha. So, jetzt hier noch eine. Schönen guten Tag. Looking for something, pal? I'm kind of busy, in case you couldn't tell. Ja. Sieht auch ziemlich beschäftigt aus. Gehen könnte, damit ich die Kamera installieren kann. Okay, über den Beobachtungsmodus. Während du unterwegs bist, musst du manchmal das Gebiet analysieren und versteckte Dinge finden. Oder hier kommt der Beobachtungsmodus des Spiels. Drücke zuerst L3, um in den Beobachter zu wechseln, dann bringt dich. Halte R2 und schau dir den genauer an. Wenn du dann etwas Interessantes siehst, kannst du es mit X genauer untersuchen. Okay, L3 drücken, dann R2 und dann X. Ja, rein. Zack. Warte. Ne, so.
Was soll ich mir jetzt angucken? Hä? Was soll ich mir den angucken? Hallo, was hat mir da? Hey. Ah! Ach, guck mal einer an, hatte der verboten, dass wir jetzt noch was verstanden. Alter Schwede, ja, manchmal ist es echt stressig, ne? So, Freund Jochen. Ich melde Sie wegen Rauchens. I'm pretty sure smoking's not allowed in school. Should you really be doing that here? Oh, you saw that, huh? Could you, keep this between us? I can. But in exchange, I'm gonna need this area clear. Yeah, sure. No problem. Just don't tell anyone, okay? Haben Sie das gesehen? Nee, riecht man auch fast gar nicht, wenn einer raucht. Und der Rauch, der so hinterm Rücken hochzieht, so. Ah, easy. Ist fast unauffällig. Läuft bei dem Hausmeister, ja. So, erledigt, jawohl, wir sind am Stissel. Das war die letzte Kamera. Okay, aufgeklärt, interessant. Wo sind die überhaupt jetzt hingelatscht? So, wo sind wir? Halt, ne, stopp. Kaito, was geht ab? Kaito-san, I'm done setting up the 3rd floor. Same. I've hit up every blind spot I can think of. Thing is, I've still got 2 cameras left. Oh, Alter, Maybe this wie tight langsam bist corridor du? might be good. The teachers probably passed by without a second glance. Hey, Kaito-san, don't you think we should be installing these in classrooms? Isn't that where bullying primarily takes place? You might be right about that. But we couldn't cover every classroom if we wanted to, as far as I'm concerned. Yeah, fair enough. Nice to see you putting so much thought into this. So, as professionals, we'll just have to make do with what we've got. We should set this camera up wherever we can get the broadest view. How about the ceiling in the middle of the hall? Then we'll see everyone going in and out of class. Okay, Tuck, I'm gonna give you a boost. So make sure you find a good spot for that thing, okay? Aha. Alles klar. Ich meine, klar, klingt auch, ne, irgendwie logisch. You know, we totally could have done this during recess. Everyone's just staring at us. Too late to whine now. Just do what you gotta do and be done with it. Easy. Huh? Ach, guck mal, wer der ist. Können wir direkt nochmal aufs Maul hauen. Hey, you saw them, right? Those kids who started trouble at the restaurant. You noticed too, huh? Classroom 2-2. Sounds like we've got some bullies in there for sure. That'll be a prime spot for the last camera. All right. Yeah. Just make sure they don't see your face. Ja. Okay. What is it? Alter, und da soll ich jetzt reinlatschen? Ja, schon Glückwunsch. Wie komme ich denn jetzt am besten an den vorbei? Excuse me, but I don't recall there being an inspection today. Hallo. Oh.
Sorry to be in your way, ma'am. We won't take long. I understand. But nobody notified me we'd have any interruptions. Yeah. And nobody notified us this school hired such gorgeous Der baggert die direkt an. Alter, du sollst die Kamera installieren, nicht da in der rumfuchteln da. Was ist denn los bei denen? Because our usual repairman were here just last month. Wir müssen ja die Klimaanlage da I ran. can't say I know anything about that. We're just here doing our job, ma'am. You can call me Sawa-sensei, not ma'am. And you're in my classroom. Forgive me, but who may I ask called you here? Was soll ich hier sagen? Der Direktor hat uns beauftragt. Ja, komm, der Direktor. It was the chairman who called us in. I had assumed all teachers were notified. Oh, the chairman. Well, I suppose I should leave it at that then, hmm? Well, when you say it like that... Did he make this appointment with you directly? Yep, sure did. So, thank you for your business. And I'm sure our chairman gave you his name? His name? Ja. Oh, well, that would be... Wie hieß der nochmal? Okuda. Okuda-san. How could I forget? Yes, of course. I'm sorry for being so rude. No problem at all, Teach. Hör auf, eine rumzubaggern, die ist voll eingebildet, die Alte. How stunning you are. I'd say you're just my type. My dream gal, even. What? Ignore him, please. Like I said, we'll get this done quick and be out of your hair. No, machen wir da vorne. And we're done. Sorry again for the disturbance. We'll be going now. Komm, Geier nicht herum. Vorne jetzt, raus hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Tuppes gecheckt hat, dass wir das sind. The hell was that, Kaito-san? You forget we're working here? Yeah, but man, that chick's the spitting image of a teacher I had a crush on. One of my few good school memories. Läuft bei So denen. that makes me the bad guy? All right. Back to work. I get it. This is Tsukumo reporting in. Yagami-shi, please respond. Hey man, we just finished setting up the cameras. Good, so did we. Could you and Kaito-san meet us at the gymnasium then? It's empty at the moment. I thought we might as well check the camera feed and discuss what to do moving forward. Got it. Then we'll see you at the gym. Auf geht's zum Gym. Ein bisschen trainieren gehen, los. Muss ja was für meinen Buddy tun, ey. Und Kaito-san auch, sonst wird die Lehrerin da nicht weich. Nicht lang. So, auf zum Gym. Oh, hier liegt wieder was. Ein Kieselstein. Oh, sorry. Da liegt noch irgendwas. Ein Beifuß. Das ist ein Beifuß. Eine Pflanze. So, ab ins Gym. So, wo ist die Hantelbank? Ich muss pumpen hier. Disco-Muskeln aufbauen. Excellent work, gentlemen. All cameras are fully operational. So, now all we do is sit back and watch? Something like that, yes. By the way, Yagami-shi, I noticed you installed a camera in a classroom. Did you find a lead there or something? Yeah, that classroom had those problem kids from yesterday. Thought they'd be worth keeping an eye on. Aha. Well, nothing unusual's turned up yet. Guess we'll have to watch and wait. Die Kamera ist angebracht worden, damit If there's any Kaito auf die bullying Lehrerin happening geiern at the kann. school, this is a surefire way to find out. Aber ey, die haben gute Qualität, die Kamera. Oh, Badminton habe ich damals auch in der Schule gespielt. Wrong as it is,
There's something about smoking in school that makes it feel twice as good. You're awfully nostalgic today, Kaito-san. So rauchen die eigentlich alle? Yeah, well, my school wasn't as fancy as this one. Plus, I dropped out after a year. Hätte ich jetzt von Guys, Kaito und mir da nicht erwartet. I think we may have found something. What is it? Oh, es geht schon los. This is the classroom where Yagami set up the camera. Class 2-2. Them again. Now they're picking on a girl. Ah, guck an. Da geht schon das Mobbing los. Did you see that? Kinder können so fies sein, ne? With a permanent marker? Yo, Doc, let's go kick the shit out of those punks. No way I'm letting that slide. Yeah, this is a problem. Hold on, Yagami-san. What now? Looks like they got what they came for. They were already leaving the classroom. Aber immer mit dem Handy am Film, ne? Why's nobody so helping mies. her? It's like they don't even want to see it. Kids think this doesn't involve you. Da bin ich echt froh, dass es in meiner Schulzeit sowas nicht gab. Da gab's direkt aufs Maul. Yeah. I suppose we should report this to our client. I didn't expect to find anything this quickly, though. But now, we have irrefutable evidence that bullying is real here at Serio. We'll have to take this up with the chairman and see how we should proceed. Okay. Okay, begibt dich zur Klasse 2-2 im 2. Stock. Dann wollen wir den mal da Manieren beibringen. Mal schlank hier. Okay, runter da. Warte mal, in welchem Stock sind wir? 3. Ist das hier 2-2? Ne, das ist 2-1. So, rein da. Okay, kümmern wir uns mal um das arme Mädchen hier. Die sieht ziemlich traurig aus, kein Wunder. That's her. The girl we saw on camera. Let's get a little closer and see how she's doing. So. Beobachte das Mobbing-Opfer, beobachte die gemobbte Schülerin. Soll ich was sehen? Warte mal. Suspicious. Ah, hier, zack. Indoor-Schuhe, die helfen mir kaum weiter. Ja, okay. What the? Was ist das? Mami Koda, so heißt sie wohl. Okay. Ja, aber da waren ja auch Mädels dabei, Biene. Also ist schon echt mies, was da abgelaufen ist. So, warte mal. Was hat sie da? Jemand hat ihr mit einem Marker Schlampe auf die Hand geschrieben. Okay. Suspicious. Ich habe ihr Gesicht mit der Kamera nicht gesehen, aber ich will sie nicht aufwecken. Sie sieht aber nicht aus, als würde ich schlafen. Hey Mädel. Okay. Sie ist dann nur ein süßes Kind. Warum müssen die immer sowas durchmachen? Ja, gute Frage. So, Ermittlung beenden. This is Tsukumo, paging Yagami-shi. Yeah, what's up? I've just reported our findings to the chairman. Could you meet us here? His office is on the 3rd floor of the east building. On our way. Kein Problem. Komm. Alles klar, wollen wir da hinlatschen? Ah, ich komme nicht raus. So, wollen wir mal da hingehen. Gucken, was der Direktor dazu sagt. Ich meine, wir haben
Jeder wurde bei uns in der Schule früher auch mal so ein bisschen getriezt oder sowas, aber so heftig auch wieder nicht. Ey. Ich hab voll den komischen Gang am Start. Ey. Ich wackel ein bisschen mit dem Arsch, ne? Hey! Oh, halt, geh mal hin. Mal rein da. Was? Wo war das jetzt? Was hat er gesagt? Ich glaube, erster Stock. War das richtig? Was hat er gesagt? Halt auch mal. Ah, verdammt, ey, was? Ah, im dritten Stock, ja moin, da oben steht's auch, ey. Ich trottel. Wer lesen kann, ist klein Vorteil, ne? Munkelt man zumindest. Oh, was haben wir hier? Fallen gelassener Gegenstand. Hallo, Lady, Entschuldigung. Hey, Mädel. Hallo? Excuse me. Meine Haarnadel, yay, vielen Dank. Das muss Schicksal sein, yeah. Ich bin ein Traumprinz. Ich habe eine Haarnadel zurückgegeben, yeah. Oh, Moment, warte mal, ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Aber hier, gedehnte Spule. Ja, was wir hier alles finden. Was ist denn hier los? Aber schaut euch mal meinen Hintern an. Nice, oder? Es lohnt sich ins Gym zu gehen. Ey, tack, tu mir deinen Kopf aus meinem Gesicht, aus meinem Hintern hier. Schön, ich damit immer hin und her wackel, ey. Zack, zack, als wäre ich am Laufsteg, ey. Eine alte Platine. Ja, eine Biene. Läuft. Ich hab hier richtig trainiert für diesen Knackarsch. So, sind wir hier richtig? Also mal hier. Ah gut, ich könnte mal pinkeln gehen. Schon einer hier. Einen billigen Draht. Und gut, hier wollte ich jetzt nicht rein, aber hey. Zack, wie wär's, wenn du mal vorrennst? Hast du auch so einen geilen Arsch wie ich? Wahrscheinlich nicht. Ah. So, da sind wir doch schon. Läuft. Please, come in. Huh? You're that teacher. Sawa-sensei, wasn't it? To what do we owe the pleasure? All of these men are detectives? Yes, and I'd like you to keep their identities a secret. These gentlemen here are Yagami-san and Kaito-san. Oh, da bin ich aber Very well, then. nicht von überzeugt, dass die Klappe hält. Lehrerin der Klasse 2-2 der Serio High School, Yokosawa. I've explained the situation to Sawa-sensei, our homeroom teacher for Class 2-2. Why don't you both have a seat? Da bin ich aber noch nicht von überzeugt, dass die Klappe hält, ey. Ups. I knew something was wrong, but I could never put my finger on what. The girl being bullied. Her name's Mami Koda. Do I have that right? Yes, she's in the basketball club, and so are all those kids surrounding her. I wonder if that's where the bullying started. Sawa-sensei, you mentioned noticing something was wrong? Well, only that Koda-san hasn't been herself lately. Suspend him. Expel him. Kick those bullies the hell out of here. The video we took has all you need. Entspann dich mal, Kaito. Let's not get ahead of ourselves. For one thing, it would be quite problematic to use this video as evidence. True. The school can't just come out and say we've been recording your kids without consent. Yes, and let us bear in mind, they still have their whole lives ahead of them. We cannot treat this lightly. You're not saying we should look the other way, are you? Hey, last night you said the total opposite, man. If you intend to cover this up, let me just begin by saying... No one is suggesting we cover it up. Then we need to act now. We have no idea how close to the edge Koda-san could be. What if there's a chance? Okay, es ändert sich What if she does something drastic before tomorrow?
definitiv ein leidenschaftlicher Lehrer, aber es trügt ihr Urteilsvermögen. Pardon me for saying so, but bullying is rarely resolved by the victim and the perpetrator coming to a mutual agreement. Thus, a third party must intervene. I presume you read that in a book somewhere. I can tell you from experience that no victim finds it easy to open up about their situation. Not to family, friends, anyone. It takes a tremendous amount of courage for a bullied child to come forth and seek help. So if we, as outsiders, are to intervene, we must consider the ramifications. Even so! No, I think the chairman's right. Making a big scene might only make things worse for Koda-san. Come on, Talk. That's not like you. Someone's drowning right in front of your eyes, and you're just gonna watch him sink? What I'm saying is, we have to put a stop to the bullying without getting the whole school involved. What started in that classroom will end in that classroom. Uh-huh. I'm sorry, but did you say you were a detective? Name's Yagami. And you want to put a stop to the bullying, like it's that easy. Tell me, where does all this confidence come from? Wow, bei der muss ich echt aufpassen, was ich sage. You think there's a real chance we could pull this off, Yagami-san? I do. Can you bring up that video again? Sure. One moment. Wobei, ne, also beide haben irgendwie recht. I think the secret to stopping the bullying is right here in this video. Really? Then by all means, detective, enlighten us. You don't have to be so condescending. Das habe ich in der Lehrerin, glaube ich, getäuscht. She's got a point. You gotta back up that claim. So what's this big secret you're talking about? Okay, das Geheimnis, wie man Mobbing beenden kann, ist, das Mobbing ist die Lösung, das Problem sind die Unbeteiligten. Das Opfer sollte etwas sagen. Das Problem sind die unbeteiligten Zuschauer. It's those students sitting idly by. They're aware of the problem, but aren't doing anything to help. Well, yeah, there's a whole flock of bullies. Get in their way, you're their next target. Adults do the same thing, honestly. Guess we're not so different from high schoolers. Then we should hold some sort of trial and get the class involved? Is that what you're trying to suggest? Again, something like that would only spread the issue. And that would only bring more pain to Koda-san. Tell me, what is your suggestion, Yagami-san? What I'm getting at is that it's the silence of all her classmates that's empowering these bullies. On the surface, we only see students turning their eyes as one of their own gets tormented. They feign disinterest, or pretend not to notice, because remember, that's the safest thing to do. But deep down, it kills them to see it. Yeah, no shit. So if the class could just express that, the pressure would then shift to the bullies. We have to tip the social balance in that classroom, become the voices of justice, of social law. Then, it's the bullies who become the outcasts. Would they keep running the risk of bullying if it meant social exile? I can see how you arrived there. All right, so where do we come in? We come in by giving the bystanders a voice. We're gonna be the spark that lights a fire. After all, the first voice matters the most. Okay, so what's the plan here? Tsukumo, how fast can you get your hands on a couple of mini-speakers? I want to put them in the classroom where they can't be seen. I can have them here momentarily, but I admit I don't really grasp the plan here. I don't blame you. I honestly can't say it'll work, but I think it's worth a shot. I see. In that case, I'll be back before school's out. Alles klar. Chairman, Mal schauen, ob I wir don't das know what hinkriegen, these ne? detectives are planning, but I'll tell you this right now. I refuse to stand idly by while a student gets pushed to the breaking point. Okay, ich habe mich anscheinend wirklich in dieser Lehrerin geirrt. Die scheint dann doch ein bisschen besser drauf zu sein, als ich gedacht habe.
Do you remember what I told you about the student who committed suicide? That affected Sawa-sensei profoundly. Perhaps she blames herself for being unable to prevent it, whatever the cause may have been. I can see that. As the chairman of this school, I don't want to let her down. So please, help her, Yagami-san. Help us all. Alles klar. Begib dich zum Büro des Direktors und... Achso, das haben wir gerade erledigt. Ja, aber ich... Ja, Mobbing ist ein scheiß Thema, ne? Aber allgegenwärtig, leider. No complications, I presume? So far, so good. Looks like most of the students have gone home. Do you have the speakers I gave you? Yep, and they're just what I needed. You're the man, Tsukumo. How about we save the praise for after our plan works out? Anybody in the classroom right now? In class 2-2? Let me check. Now that's odd. What's wrong? Well, that one's fine, but there's something wrong with the camera in the classroom building. The one on the second floor by the stairs. Is it broken? No, still getting a signal. Something might be blocking the lens? All right. I'll check it out on the way. Okay. Wer steht da? Wahrscheinlich wieder der Hausmeister, der da wieder am Rauchen ist. Benutzer Magnet. Okay, checken wir mal die Kamera ab. Ich lauf mal dahin, das geht schneller. Hallo. Aber weg, du doof. Halt, stopp, ich muss hier runter. Ah ne, halt, stopp, ich muss hier runter. Okay. How does it look, Yagami-shi? Anything unusual? Let's find out. Huh? The heck is this? Did you find something? Yeah, a sticker on the lens. Yagami-shi, behind you! There he is! That's the pervert who set up the hidden camera! Was ist das jetzt für ein Freak? See, when you find a hidden camera, your first thought is to take it down. That's wrong. What you do instead is block the lens. That way, when the perv finally notices, he goes back to fix it and BAM! Caught in the act. Was ist nun für eine? Just stay back. Hey, what is it you're doing over there? Was ist das für eine? He's trying to peep on us. Oh, wow, that girl's pretty sharp. Looks like we've been caught red-handed. Ich jetzt echt als billiger Voyeur, ja. Halt mal die Klappe da oben um Kinn. Stop! Hey, wait! Was? Wie konnte das bitte passieren? Ich muss wohl einfach darüber klettern. Ja, easy, kein Problem. Und zack, ciao. Dann kommen wir hinterher, Freund Jochen. Guckst du blöd, ne? Are you safe, Yagami-shi? Seems like you're in a bit of a pinch. Yeah, you think? Okay, so, Flüchte unerkannt. Easy, gar kein Problem. Kriegen wir hin. So, klettern an Rohren und Gerüsten. Ich kann Rohren und Gerüsten fahren. Nutze L. Achso, das hatten wir ja schon mal. Ah, genau. Zack, einmal hier rauf. Wo ist denn hin? Hallo. Wieso da alle beim Pinkeln stehen, ey? Ja, moin. Alles klar. Eine tolle Wurst. Ich habe ein biegsames Gummi gefunden, geil. Kann ich jetzt hier irgendwie loslassen? Oh. Okay, da wollte ich nicht hin. Toughness Light. Okay. So, warte mal, wie? Jetzt muss er wieder... Da muss ich hin, oder nicht? So, wo ist der Topos jetzt hier?
Kann ich mich jetzt hier nicht runterfallen lassen einfach? Der Typ steht noch da, okay, alles klar. Ich will hier runter. Genau so. So, nu, komm ich hin. Crap. Yagami-shi, you should see a ladder that goes up to the gym's roof. That's my advice. Got it. Komplett unauffällig. Dann sehe ich mich. Alter Schwede, wie unauffällig mich hier über das Dach bewege. Ne? Läuft bei mir. Don't panic, but the school just contacted security. Several guards are en route to your location. Ja, wow, danke. Just what I needed. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wieder noch Stress. Oh, was ist denn da hin? Ja, Biene, da bin ich auch froh, dass ich aus der Schule schon raus bin. Ich glaube, heutzutage ist es noch viel, viel schlimmer, vor allem, weil der ganze Scheiß ins Internet gestellt wird und auch über das Internet halt da übel Stress gemacht wird und so. So, warte mal, da vorne muss ich hin. Oder? Ja, wahrscheinlich. Looks like you've made it to the rooftop. Where have you been watching from this whole time? From the drone, Yagami-shi. I found a spot that's pretty inconspicuous. Da drüben ist die Drohne. From here, use the drone as a guide and jump from that roof toward the classroom. You're gonna have to clear a big gap. Right. I'll try not to die. So, okay. Über Weitsprünge aus dem Sprint heraus kannst du einen Weitsprung ausführen. Die Sprungweite hängt von deinem Sprint ab. Willst du weit springen, sollst du also sprinten. Klingt komisch, ist aber so. Los, Rainer. Jawohl, easy. Yagami-shi, it looks like some of the guards have arrived. You think you can make it out of there? Ja, klar, easy. I'll have to somehow. But before that, I'm gonna need to set up these speakers. What? Even after all that? Yeah, I should be able to make a clean getaway, as long as I'm done before security gets too tight. Are you serious? It'll be fine. All I have to do is not get caught, right? Besides, I have the world's greatest hacker on my side. You know very well I'm weak to flattery. But for the glory of Yokohama 99, I will not let you down, Yagami-shi. Ja, das finde ich gut. Let's get this mission started. Alter, übertreib mal nicht, Junge. Ist ja voll den Film am Schieben, da. Alright, let's go. Okay, gehe zur Klasse und beginne zu schleichen. Wie war der? Wie konnte ich mal schleichen? Wie ging das nochmal? Like I said, I should be able to help you get to your destination without incident. Make sure you don't lose that earpiece, okay? Got it. Counting on you, Tsukumo. Okay. Ist halt blöd, wenn der Sicherheitsdienst nicht darüber Bescheid weiß, was wir da tun, ne? Aha. Warte mal, wo war denn jetzt hier Klassenzimmer 20222? 3-2? Warte mal, müsste ja hier richtig sein. Ah ne, warte mal, ich bin im 3. Stock, scheiße. Das war unten. Verdammt. Damn. Not happening. And this was the shortest route to Class 2, too.
Ja, die beiden nothing we can do but find another route. Give me a moment. Yagami-shi, it seems the rooftop might be a more viable option. Let's abandon this one and try it, shall we? Ja, moin. Yeah. No sense waiting for the guards to just give up their posts. Let's check out the rooftop. Dritte. Okay, schauen wir uns das Dach an. Warte mal, muss ich jetzt hier rauf, ja? Hallo. Komm, geh da weg. The hell, another roadblock? Komplett My unauffällig, ne? apologies. I'm afraid that was a blind spot. Well, shit. Yagami-shi, how many guards are there? There's just one. Just one? Well, in that case, let's just get that guard out of your way. You got a plan? Of course. Yagami-shi, it's time to put that thing I gave you to use. You mean this ball or whatever? What does it even do? It's kind of like one of those anti-theft balls, actually. You fill that ball with powder or liquid and throw it at your target to blind them. Right. So what's inside this thing? Oh, just some peppers. Peppers? Is this really gonna work? Now, don't doubt the magician. Just take my word for it and let it fly. Okay. Rauchbombe. Wähle den Cursor, während du in Deckung bist, über einen Gegner und drücke R2, um eine Rauchbombe auf ihn zu werfen. Der getroffene Gegner kann dich vorübergehend nicht sehen. So, ausschalten. Das wird hier nur noch für Yagami feindlich gesonnen, nicht zum Beispiel für den Sicherheitsdienst der Schule. Aha. Okay, makes sense. Damn. Zack, schon bin ich draußen. Work like a charm. Läuft. What did I tell you? But, Yagami-shi, that only works once. You'll have to procure a refill on your own. Yeah, I got it. Eine andere Frage, wann hat er mir überhaupt diesen Ball gegeben? So, wo muss ich hin? Ach, da sind ja noch mehr Wachen. Alter, wie viele Wachen laufen denn hier oben, ey? Wow, warum ist das doch so voll? Ach, das sind gar keine Waffen, das sind Schüler. Warum turnen die Schüler auf dem Dach rum? Was ist denn hier los? Die Wachen mich finden, bin ich geliefert. Okay. Ja. Oh, komm mal hier, liegt irgendwas rum. Okay, dann muss ich weiter. Solange dieses eine Mädchen hier nicht da ist, die mich als Perversen dahin stellt. Warte mal, da vorne läuft ein Wachen. Aha, der hat schon gedreht, sehr gut. Wir latschen einfach mal weiter. Auf entspannt. Ist da noch irgendwas rum? Nein. Oh. Die Wache hätte ich fast nicht gesehen. Tsukumo, can you hear me? If I keep going down this way, I'll just end up back at the scene from earlier, right? The landing where you were accused of being a pervert? Yes, that's correct. You have any idea how it's looking right now? I'll take a look. There's no sign of that sharp girl who framed you. The onlookers seem to have dispersed too. Oh, then I'm good to go? There is one guard posted there, but I'm sure you can get past him. Yeah, piece of cake if he's alone. Ah, okay. Komplett auf unauffällig hier, Freunde. Wow. Das Thema unauffällig. Warte mal. Was mit so einem Higher-Panel? Ah, warte. Nicht hier rein? Nein. Nicht hier rein? Ah, ne, warte, ich kann. Ah, easy.
Braucht man ihn doch. Münze werfen? Nee. Wobei. Ja, doch, muss ich ja, ne? Schmeiß mal eine Münze rein. Ich hab gar keine Münze, oder? Hallo. Kann er mal da zu der Münze gehen? Ist jetzt nicht so optimal. Kannst du ja nicht vorbeilatschen? Too close. Ja, entspann dich. Zu close, wie einfach ich da an dem vorbei walke. Mr. Tiefenentspannt. So, rein da jetzt. Okay, I'm in class 2-2. Nobody in sight. Roger that. Seems like those guards were no trouble for you. Also ich weiß ja nicht. Thanks to you. Wenn diese eine Wache mich ja jetzt gerade nicht gesehen hat, naja, well, better set up those speakers while I can. Good luck. Viel Glück. So, also wo war Kodas und Schreibtisch? Da hinten. Halt, Moment. Wo muss ich hin? Ah Mann, ich hänge ja an den Stühlen fest. Hilfe! So, hier, zack. Ja, sie sagt genau da. So, okay, dann müssen die Lautsprecher in die Richtung zeigen. Tsukumo, could you say something through the speakers? Oh, testing. Testing. Today's forecast calls for sunshine and heavy security. Mitarbeiter der Tiefkühlabteilung mit Gang 22. Your speakers are awesome, Tsukumo. Almost like you're in the room. Does this mean your setup is complete? Yeah, I've pretty much done what I can. Okay, oder? Ach nee. Huh? Hä? Du Otto. Oh, no you don't. You stay your ass right there. Go get Yakun and the boys. I see you got security all riled up. They've been looking all over for you. Didn't think you'd be dumb enough to stay. Could have sworn I saw you earlier on lunch. Now where have I seen that face? Oh, you're the guy from yesterday. The guy who stole my fucking phone. I'd say it's time for some payback. Don't lose heart, Yagami-chi. It's already come this far. Right. I can get through this. Oh Gott, was gibt denn jetzt? Look, who the fuck Was are denn für ein you? Why are Luftkotelett? you in our school? No answer? You're only making this worse on yourself, you know? You're here to smoke some girls in gym clothes or something? Die zieh ich mir dann nachts an, wenn ich... Does this mean we could beat the answers out of him? Oh, yeah. And we'll end up as heroes for breaking this nasty-ass pervert. Sick! I always wondered what it'd be like to shatter a human bone. Whoa. What is this shit? This guy doesn't mess around, Yakun. We all need to take him at once. Okay, wenn es wieder aufs Maul gehen muss, dann halt... Ja. Ah ja! What? Holy shit! Alter, Don't let him go! Läuft bei mir, ne? Zack. Damn! I guess he's more than just your average creeper. Aufpassige Schüler. Yagami-chi, you can't get caught now. They'll label you as a sex offender. You don't want that on the news, do you? No, can't have that. Only one way out then.
Okay. Fällt erstmal wieder aufs Maul. Komm, Boy. Läuft ein bisschen gut für dich, ne? Alter. Oh yeah. Muss ich ihm erstmal einer hauen. Alter, wenn du mich noch einmal haust, ne? Dann. Alter, woher hat der diesen Schlag her? Frage für einen Freund. So, von Jochen, so, du bist auch raus. Alter, was geht bei dem Moment ja eigentlich so? Komm. Das Ding ist, der hat echt einen guten Schlag drauf, ne? Das muss man nicht mehr lassen. Aua. Man kann es nicht greifen. Alter! Alter, der hat echt einen guten Hart. Aber warum fällt der nicht um? Was hat der da für den letzten Schliff, den der da noch am Start hat? Alter Schwede. Komm mal klar auf dein Leben, Junge. Eine andere Frage, warum kann ich keinen Special Move machen? Au! Alter, der hat den Schlag ordentlich ab. Jetzt. Hört man jetzt, komm her. Alter Schwede. Jetzt los. Ciao, Boy. So, nu? Jetzt liegst du da. Ha! Should I have gone easier on them? Never mind those guys. You need to make yourself scarce. Unfortunately, you're on your own from here. The three of us need to make our exit now, too. We'll all regroup at the office, okay? Na toll, jetzt wird er auch alleine gelassen. Got it. Ja, moin. Naja, aber das musste ich ihm lassen, ne? Also, der hat schon gut was ausgehalten, der Tuppes. Aber egal. Bei meinem Knackarsch, zack, geht das voll klar. Kennt nix. Sieh mal den Set hinten in der Jeans. Verdammt sehe ich gut aus. So, ich muss zurück ins Könnte es sein, alle anderen müssten da warten. Okay, alles klar. Dann, warte mal. Wo ist das jetzt wieder? Da unten. Oh, ey, voll weit. Aber warte mal. Ne, da lang geht's. Ach ne, am Bürgersteig ging das ja nicht. Warte mal, wo muss ich lang? Ah, ich liege fest. Da war ich schon. Hier? Nein, hier unten.
Flöten eingerammt. Na moin, läuft bei mir. Wow, Vorsicht. Und weg. So, und jetzt hier. Ach nö. Und weg, ihr Autos. Ja, kein Bock jetzt auf Schlägerei. War da gar keine Zeit für. Oh, halt, stopp. Falsche Richtung. Au. Ach nö, ey. Das wollte ich verhindern. Gar kein Bock jetzt. Paf, Junge. Really, guys? Really, guys? Echt jetzt? So, warte mal. Wo geht's lang? Nein, was denn jetzt hier? Da muss ich lang. Oh, noch mehr von diesen Autos. Geh weg. Du bist zur Sonne. Zack, wieder was eingesammelt. Da, noch was eingesammelt. Pachinko-Ball. Wo immer das ist. Ich hab's eingesammelt, jawohl. Und... Oh, wow. Ich könnte nur das Auto springen. Konnte ich nicht. Und langsam habe ich das auch hier mit dem Skateboard. Oh, halt, stopp. Zurück. Geil, wie der im Rückwärtsfahren am Lenken ist. Halt, stopp. Hier ist noch zum Einsammeln. Auch noch mit. Und rein ins Büro hier. Betreten. Kehre zu Yokohama 99 zurück. Kampfstil voll geil. Ja. So sehe ich das auch. Das ist mein Motto. So, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt passiert hier. Oh man, you almost got arrested and put on the sex offender list. There's no way I'd screw things up that bad. In all seriousness, those bullies got what was coming. I kinda wish you messed them up worse. That way, they'd never bother Koda-san again. Yeah, but that wouldn't really solve the problem. Not everything can be settled with a fight. What? Wow, look who's talking. But that's where those speakers come into play, isn't it? Yeah. Ich hab die mit Samthandschuhen angefasst, okay. Hey, you did everything you could, right? So we'll see what tomorrow has in store. Okay. Was? Ruhe dich auf der Couch. Ach, schon wieder ausruhen. Finde ich gut. Jawohl. Ausruhen. Läuft. Ausruhen ist immer gut. Ein bisschen chillen auf der Couch. Läuft. Ey, die Fälle, die sind aber ziemlich lang, ne? Muss man dazu sagen. Also wenn man mal jetzt bedenkt, ne, wir sind jetzt fast 3 Stunden schon dran. Nur an diesem einen Fall. Das ist ja krass. Zeit zu Zero High zu gehen und Schluss mit dem Mobbing zu machen. Okay. Aber jetzt sagt mir nicht, ich muss... Das sagt mir nicht, dass ich jetzt wieder bis da hinten hin muss, ey. Ich hoffe, das geht jetzt schneller irgendwie. Taxi! Ah, cool, da steht sogar ein Taxi. Das ist ja immer geil. Schönen Tag. Ja, 500 Yen, ich weiß, hab ich verstanden, danke. So, Cyro High School, hier. Und Abfahrt. Jupp. Auf geht's! Da wollen wir nochmal schnell dahin fahren, nicht? Wofür sind denn jetzt die Lautsprecher? Wir werden es wahrscheinlich jetzt erfahren. Ich bin mal gespannt. Quasi. Alter Schwede, was für Assis, ey. Yo. So, are you gonna come out to lunch with us or what?
Don't you have anything more to say than that, Koda? Get your ass up. Come on. Matsun's really not in the mood to deal with your shit today. I'll just eat lunch here, okay? Huh? You're giving us lip now? I guess you won't be needing this stuff then. We told you to get your ass up, you little slut. Oh, maybe you started fucking guys on your lunch break now? You're out here living the dream, aren't you? Enough! Get your ass up! What's the fucking holdup, Koda? You should be thanking us for even inviting you to come. So slow. I can't fucking stand you. Alter, was für Assis, ey. Well, damn. So much for my appetite. You guys are making me sick. Hey, who the fuck said that? We're making you sick, huh? You guys talking about us? You see anyone else being assholes? Of course he's talking about you. Yeah, I've about had it with you punks. This shit's getting old. The fuck? Ganging up on the same girl day after day make you feel real big? Unfucking believable that it takes 3 of them to do the job. Seriously, you guys? You're taking Koda's side here? You know she's just a whore, right? You okay, Koda-san? Just ignore these losers. How low can you go? Calling someone a whore isn't gonna win you any points. Right? Let's hear it for the picture of purity over here. What the hell? Hey! She can dish it, but she can't take it. Hope the boys are watching. What? What the fuck, man? If you want to talk shit, say it to my face. What part of this don't you understand? Yeah. You know what, guys? It's true. You guys just need to leave her alone. He's right. He's totally right. What's your problem with her anyway? Yeah, Koda didn't do anything wrong, guys. Exactly. So back off Koda-san already. Stop acting like little punks. Get the hell out of here. When you guys going to lunch, go choke on a chopstick. Oh, how does it feel now? Just get going, would you? Yeah. Toss them out. What in the hell is going on here? Also ob das so funktionieren würde, ich weiß ja nicht. Yeah. Let's just go. Fuck it. Wow. I've never seen those kids band together like that. They all knew what was going on in there now. It can be hard to speak up even when you know something happening right in front of you is wrong. Not so different from adults, right? Yagami-san, was everything we just witnessed part of your plan? It's just psychology. There's this concept called the bystander effect. According to the psychologists, when a person witnesses an incident, there's 3 things that run through their mind if other people are in the vicinity. 1. If no one else acts, it must not be urgent. 2. If no one else acts, I don't have to take action either. And 3. If I take action alone, I'll embarrass myself. The result? Everybody stands there and nobody takes action. I just figured if I could get even one person to step up and raise their voice, it would spur the rest of them to push past their inability to act. Ich Fuchs. Penguins are the same way. You ever seen a flock of them hesitating to take a leap into the sea? One takes the first plunge and the others all start following after him. The first penguin, you say? It's a fascinating term for a display of bravery. I've heard it said that overseas in America, the first penguin is a symbol of respect. So for Yagami-shi, that would mean your voice was the first penguin in that classroom. I can't say for certain this resolved your bullying problem. But here's hoping it's at least a good first step. Aber das ist schon krass, also wenn sowas wirklich funktioniert, ne? Ganz ehrlich, dann sollte man sich da echt so ein Beispiel dran nehmen, so, weißt du? You should be safe from them for a while. Das ist echt heavy, ey. Wir haben schon wieder was gelernt, Alter. Das ist hier echt ein Bildungsauftrag, die Nummer. Echt krass. Wie gesagt, wenn das echt funktioniert.
dann, okay. Der erste Pinguin, Trophäe. What do you say we monitor the situation for now? Might not be wise for adults to intervene just yet. I suppose your plan has worked out for the better. But it should be teachers and administrators handling these matters, not detectives. You know what? I couldn't agree more. Then if you'll excuse me. Okay. Kaito Geier nicht so. Oh, come on, man. Lighten up a little. You didn't have to rub it in her face. You know what she thinks? She thinks we're some bums off the street trying to meddle in academic affairs. Well then, I apologize on her behalf. But Yagami-san, that was some magic you worked there. Hard to admit this at my age, but I learned quite a bit from what you did. I wouldn't go that far. Good stuff, Yagami-san. Naturally. I knew you would deliver. Huh? Okay, ja, oh Mann, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass wir in Yokohama sind. Sorry, I have to take this. Hey, this is Yagami. This is Shirosaki. Do you have a minute? Sure. I have a rather urgent request for you. It concerns a trial we've been involved with. Listen, sorry-san. I'm a little busy. I don't know if I could take a rush job at the moment. We aren't even in Kawachi right now. Actually, I'm in Yokohama. Really? That's interesting. I'm helping Sugiura out with a case for his new agency. We're on site right now. At Seiryo High School. Sorry-san? You there? Seiryo High? Somewhere near Ijincho? Is that the school? Have you heard of it? A college-age student teacher from that school went missing about 2 months ago. It was all very sudden. Huh. I think I heard something about that, actually. He himself was a Seiryo High graduate. He'd returned to his alma mater to finish his teaching credential. Just a sec. How do you know so much about this? The teacher's name is Hiro Mikoshiba, and his body was discovered a few days ago. They found him in one of Ijincho's abandoned buildings. The body was badly decomposed, but Kanagawa police have just released his identity. Moments ago, in fact. Moments ago? This is gonna end today? Thing is, someone else knew Mikoshiba was dead, before the police even confirmed it. A sex offender, Akihiro Ehara. I defended him in court. The day Mikoshiba disappeared, Ehara was arrested at the station for groping. He's also an active duty officer. So you're saying he committed the murder too? No. The victim was still alive while Ehara was at the station in Tokyo committing sexual battery. He was caught and arrested on the spot. And he's been in jail for the 2 months since. So if I have this right, he has an alibi for the murder? Right. But there's more to it. A few days ago, someone lit flares at the location of Mikoshiba's body. It obviously couldn't have been Ehara, so I suspect that's the real culprit. But whoever that is somehow connected to Ehara. Yeah. Otherwise, there's no other way he could have known about the body. Exactly. There's clearly more to Ehara than an officer turned groper. More than likely, he's an accomplice to murder. Ah. Okay. So do we have a motive? 4 years ago, Ehara's only son hung himself in their home. He was a student at Seiryo High at the time. And the way Ehara sees it, his death was the result of bullying at the hands of his classmate, Mikoshiba. You mean it's revenge? In that case, could he possibly have hired someone else to kill the guy in his stead? It's highly likely. As for my request, I'd like to see what you can find out. Mikoshiba's murder is too suspicious. Up until today, I wrote Ehara off as just another train groper. But he got arrested for that on the exact day that Mikoshiba was killed. It can't be a coincidence. I mean, you couldn't ask for a better alibi than being arrested for a different crime, right?
Otherwise, the cops would have pinned him as suspect number 1. But groping as an alibi? Why go to all that trouble? There had to have been a better way than that. I'm worried. As his attorney, I have to admit there's a chance Ehara planned this, which means I've made a critical oversight. Even worse, I let a misguided court issue a verdict. I can't allow that to stand. I need to reconsider both the harassment and the murder, because I think the truth is these cases are one and the same. All right. Well, what can I do for you? Can you see if anyone at Seiryo High will talk about Mikoshiba? Right now, we need more information. And the first thing we should focus on is how and why he disappeared. That could give us a lead. So, does this mean you're hiring me? It does. Consider it an official request, if you would. Okay, I'm on it. No better feeling than when the jobs line up perfectly. Da schließt sich der Kreis, oha. Oh, was ist das? Ah, Speicher. Ja, krass. Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ijincho, Yokohama. A harbor town where rotting secrets rarely stay uncovered. Okay, the deceased was a student teacher who had vanished from a high school Yagami was investigating. Yet the linchpin to this case, a police officer named Ohara, was arrested for a different crime, a train groping that shocked the nation. Upon hearing the verdict, Ehara gave the court an ominous revelation, that the son he had lost was avenged. Okay. Teufelskreis. Kapitel 2. Yeah. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Stream. War ein interessanter Fall und es wird noch interessanter, so wie es aussieht. Before I go all in, can we go over the defendant's profile? That way I'll have something to work with. Sure. Akihiro Ehara, age 53, senior officer with Tokyo PD, convicted of sexual battery. He'd been stationed in Shinjuku and lived alone in Tokyo. That is, until his arrest. Lived alone? Unmarried then? His wife moved to Yokohama without him 7 years ago, when their son Toshiro started at Seiryo High. Toshiro-kun ended up taking his life in his 3rd year. That's 4 years ago if you're counting. And the couple never reconciled, huh? Apparently his wife wanted nothing to do with him from that point on. That's it for personal details. All right. As for the charge, Ehara's maintained his innocence. We've had no luck getting him to budge. Mind you, the prosecution has plenty against him. Security camera surveillance, eyewitness footage, even trace evidence gathered on scene. The same footage the media was plastering on TV? Yes, although some of it was edited for privacy or length, but it painted a clear enough picture. Hard to dispute something you can see right in front of you. True. And what about when they handed down the verdict? Okay. Ehara flew off the handle or something? Yeah, that's one way of putting it. You're on. Ja, danke. Vielen Dank. Ich wünsche auch noch ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. The body belongs to a guy named Hiro Mikoshiba. 4 years ago, this man took my son from me by driving him to commit suicide. Ehara seemed convinced that Mikoshiba had bullied his son, and to get his justice, he even took Seiryo High to court. However, the court ruled against him, claiming there was no substantial evidence of bullying. Okay. I still need to dig into the court record of that case to see if there's anything of value. Sounds like I'm on deck then. I've got someone involved in the case right in front of me. Who? The chairman of Seiryo High himself. Are you talking about me? Yeah. I don't know how you pull these things off, Yagami-san, but let me give you a word of caution. I'm listening. Mikoshiba's murder hasn't been made public yet, so please don't go around talking about it, especially at his school. The Kanagawa police will investigate the school soon enough, and if they find out everyone already knows... They'd show us the door, lock it behind them, and probably charge us with obstruction.
Exactly. Oh, and before I send you Mikoshiba's photo, there's one last thing you should know. What's that? Ehara's ruling was the day before yesterday. That means we only have 13 more days to potentially file an appeal. Wenn sie mit Urteil zufrieden ist, kann sie Berufung anlegen. Okay, allerdings muss innerhalb von 2 Wochen nach dem Urteilsspruch Berufung eingelegt werden, sonst wird es umgesetzt. If we don't make our move, Ehara will walk out of court with a sex offense charge and a minor slap on the wrist. And once his case is closed, it would take a miracle to get it reopened, even if there had been a critical oversight. Right. I'm sorry to give you a time limit instead of a viable solution. Don't worry. I'll have to make do. For now, let's just keep in touch. Thanks, and good luck. Yo, what was that about? Sorry. Give me one more sec. Gut, Saori hat mir das Bild von Mikoshiba geschickt. Das ist der laut Ehara tot aufgefunden werden würde. Actually, Kaito-san, can I fill you in later? I need to get some answers from the chairman. Der tut so, unschuldig, ne? Deiner Frage wurde neue Informationen über deswegen erschienen. Okay, alles klar. Ja, das wird auf jeden Fall ein richtig interessanter Fall. Ja, ich hab's verstanden, Dankeschön. Okay, die Fallakte, die gucken wir uns später an. Da haben wir auf jeden Fall ganz neue Sachen gefunden. Auf jeden Fall mega nice wird der Fall jetzt anscheinend noch. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt hier ausgehen wird. Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal mit ganz vielen Leuten reden und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt echt viel Gas geben. 2 Wochen haben wir Zeit. Tja, da lassen wir uns doch mal überraschen, ne? Ich würde sagen, nächsten Freitag wieder. Nächster Freitag. Ja doch, nächster Freitag geht. Da drauf der Freitag nicht, weil da bin ich beruflich verhindert. Und ja, schauen wir mal, wie wir hier den Fall dann lösen werden demnächst. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, solange sie noch da ist. Und ja, dann sehen wir uns in den Videos oder am Donnerstag beim Alice oder halt nächste Woche Freitag hier dann wieder, wenn wir hier den Fall aufrollen. Ich sag mal, bis demnächst und ciao, ciao.